Hallo Leute und ja, willkommen jetzt schon im vierten Teil unserer KI-Lane-Serie. Und was ist da jetzt der nächste Schritt, Timo? Wir haben uns ja jetzt ausführlich im dritten Teil damit beschäftigt, wie man da am besten, ja, sich da an diesem, ja schon fast Netz, würde ich sagen, zurechtfindet. Genau, also ich würde sagen, dass wir diese Kreuzung jetzt mal fertig bauen. Ja, Wie angekündigt wird das hier alles schön bunt gleich noch, beziehungsweise hat schon angefangen damit. ja, Und ich würde jetzt einfach erstmal weitermachen hier okay. und die Kreuzung quasi komplett ausstatten mit Splines. Ja. Leute, ihr seht, es sieht jetzt noch besser aus als zuvor. Ja, noch besser, weiß ich nicht. Aber wir haben jetzt schon mal angefangen, quasi die gesamte Kreuzung zu bestücken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ne, ich glaube, Rechtsabbieger überall, Linksabbieger überall, genau. So, ähm, jetzt haben wir auch schon die ganzen Prioritäten hier eingestellt. Das heißt, die Hauptstraße hat die allerhöchste Priorität. Ähm, Die Linksabbieger von der Hauptstraße haben dann die nächstniedrigere Priorität. Aus der Seitenstraße geradeaus dann wieder niedriger als die Abbieger aus der Hauptstraße. Und zu allerletzt dann die Abbieger aus der Seitenstraße. Und somit sollte das dann technisch erstmal funktionieren. Sehr schön. Jetzt zu diesen ganzen schönen orangenen Linien hier. Die sagen euch eigentlich einfach nur, wer hat denn Einfluss auf wen. Also diese geradeausspur hat natürlich quasi Einfluss auf alle anderen. Das heißt, die blockiert dann quasi in diesen orangenen Bereichen, was jetzt ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, blockiert sie das Weiterfahren von anderen KI-Fahrzeugen, die kreuzen wollen. Ja, Mhm. hat halt intern quasi ja den Sinn zu sagen, ey, ich bin jetzt hier und du darfst jetzt nicht. Ja. Ne? Das generiert sich alles von selber. Solange das so aussieht, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Das zeigt euch einfach nur, wie gesagt, die Beeinflussung untereinander. Okay. Wenn aber jetzt was zum Beispiel so aussieht, mit so einer geraden Linie, dann heißt das, das ist nicht verbunden. Dann habt ihr hier ein Problem, hier würde die KI einfach wegploppen. Und dann drücken wir einfach nochmal C und dann ist wieder korrekt verbunden. Diese grünen Linien neben dem Spline, die sagen, dass wir hier erlaubt haben, dass Spurwechsel stattfinden dürfen. Was wir hier dann auch wieder abschalten können und sagen einfach, hier kein Spurwechsel. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine Parallelspur hier hätten in diesem Busbahnhof. Da kann es dann mitunter vorkommen, dass der Spline nah genug an dem anderen dran liegt, auf der Länge, wo halt hier der Bürgersteig ist. Und dann würde die KI halt über den Bürgersteig in den Busbahnhof reinwechseln. Das muss man dann so ein bisschen im Hinterkopf haben. Oder da, wo man halt einfach generell keine Spurwechsel zulassen will. Okay. Ja, ich denke, das versteht man auf jeden Fall, auch wenn das jetzt zum Beispiel auf der Kreuzung trotzdem da jetzt natürlich, weil es eine Riesenkreuzung ist, schwer nachvollziehbar ist, aber ich denke, das Grundprinzip sollte jetzt jedem klar sein. Genau. Dann noch eine Kleinigkeit. Wir haben hier unsere ja, durchschnittliche, wie sagt man, Wahrscheinlichkeit, durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, wer wann wo abbiegt. In Seitenstraßen ist natürlich in der Regel weniger los. Mhm.
deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen, zum Beispiel, also eine 1 ist quasi 100% Verkehr. Von allem, was hier unterwegs ist, können 100% der Autos sich dafür entscheiden, abzubiegen. Werden sie nicht, weil alternativ haben sie hier auch wieder eine 1, also auch eine 100% Möglichkeit, hier geradeaus zu fahren. Okay. Man kann hiermit aber regeln, wie wahrscheinlich ist es denn, dass hier einer rechts abbiegen würde. Und dadurch, dass es halt eine Seitenstraße ist, würde ich sagen, machen wir mal 10%, also eine 0,1. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass hier jemand nach links abbiegen möchte? Da würde ich vielleicht sogar noch weniger machen, vielleicht sogar eine 0,05. Einfach auch, damit die Linksabbieger sich nicht zu weit zurückstauen. Das gibt in der Regel dann einfach Chaos. Also da merkt man auch schon wieder, durch die Erfahrung, die du jetzt hast, weißt du schon, wie es am besten funktioniert. Das kann man natürlich von, je nachdem wie eure Karte gestaltet ist, dann entsprechend anpassen. Ich würde halt einfach generell versuchen, den Großteil vom KI-Verkehr einfach auf den Hauptstraßen zu lassen. Okay. Dadurch würde ich jetzt auch zum Beispiel hier der geradeaus auf der Seitenstraße weniger zulassen, vielleicht eine 0,3 oder sowas, als allem, was hier vielleicht nach rechts abbiegen möchte oder nach links abbiegen möchte auf die Hauptstraße. Ja. Also, damit wir hier generell in der Seitenstraße weniger haben, würde ich hier vielleicht auch eine 0,5 nehmen und hier vielleicht auch nur eine 0,5. So, und den Linksabbieger hier, da würde ich vielleicht sogar generell auch wieder nur eine 0,05 nehmen, einfach damit sich das hier nicht so aufstaut. Ja, und ich denke, das wäre dann für diesen Teil Genug. genug. War wichtig, aber auch genug. Ja. Ja. Ja, super. Dann bis zum Teil 5, Ja. glaube ich, sind wir jetzt sogar Ich glaube auch.